Hallo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, heute eine Weltpremiere, denn heute schauen wir uns meine Weiterentwicklung eines bestehenden Tools an, nämlich das ESP RFID Tool V2 Pro. Ja, es ist das Must-Have-Tool für Sicherheitsforscher, für Red Teamer oder für Hardware-Tester, um sich mit Vigant-basierten Systemen zu beschäftigen. Vigant-basierte Systeme haben wir zum Beispiel bei Türzutrittslesern, die mit solchen RFID-Token arbeiten. Denn man kann sie hier nicht nur mit dem Flipper Zero attackieren, denn ihr wisst ja, solche Token lassen sich sehr leicht mit dem Flipper Zero kopieren. Nein, wir können hier auch auf der Leitungsebene, nämlich in die Vigant-Kommunikation eingreifen. Wir können hier die Daten analysieren, wir können sie aufbereiten und wir können sie wieder aussenden und so auch Türzutrittssteuerungen überlisten. Ja, ich habe schon gesagt, es ist der Nachfolger eines bestehenden Tools. Ich habe verbesserte Hardware, überarbeitete Software und was hier alles dabei ist, das schauen wir uns unter anderem auch mit einer exklusiven Live-Demo, wie das Tool tatsächlich in der Praxis genutzt werden kann, hier und heute an. Ja, das ESP RFID Tool V2 Pro gibt es exklusiv in meinem Shop zu kaufen. Einen Link zu meinem Shop habe ich euch unten in die Videobeschreibung mit reingepackt. Ich würde mich freuen, wenn ihr da einfach mal vorbeischaut. Ja, seid gespannt. Wir starten mit meinem Tool sofort nach dem Intro. Ja, wir starten zunächst mit einem Blick in die Hardware, was ich hier anders gemacht habe, was ich verbessert habe und wo sich dieses Tool gegenüber dem alten Tool unterscheidet. Das schauen wir uns jetzt an. Ja, hier haben wir das ESP RFID Tool Version 2 Pro. Ja, Pro, weil entgegen dem Vorgängermodell besitzt die zweite Version in der Pro-Version hier einen leistungsfähigen DC-DC Step-Down-Konverter. Ja, durch diesen DC-DC Step-Down-Konverter unterstützt das Board eine direkte Eingangsspannung von bis zu 30 Volt. Bei 30 Volt wäre das Original-ESP-Tool schon kaputt, denn dieser nutzt einen simplen Linearregler, welcher bei so einer hohen Eingangsleistung einfach wegbrennen würde. Das ist auch mir passiert, deswegen habe ich auch dieses Board hier komplett neu entwickelt mit einem ordentlichen Spannungswandler. Ja, zusätzlich dazu haben wir hier auf der Rückseite eben den besagten ESP und wir haben hier, je nachdem in welcher Variante ihr das Board bei mir im Shop bestellt, entweder die Standardversion mit dem Screw-Socket, das heißt mit einem Schraubterminal, wo wir hier die Kabel entsprechend direkt fest verschrauben können, aber es gibt ja auch noch eine Variante, wo wir einfach eine männliche Pin-Header-Leiste haben, wo wir die Kabel dann einfach aufstecken können. Ja, ein weiterer großer Vorteil gegenüber dem alten Board ist, dass wir hier im Standard keine Headerleiste haben für die Programmierung, denn diese Headerleiste hier zur Programmierung wird nur für den Notfall benötigt. Falls das Over-the-Air-Update schief laufen würde, dann könnte ich hier mit einem UART-Adapter, wie zum Beispiel einem FTDI, hier das Board direkt flashen. Dazu müsste ich hier noch die Pin-Header anlöten, aber wie gesagt optional, und das kommt dem Ganzen auch nochmal zugute, dass man hier nicht irgendwie aus Versehen bei einer Installation dadurch einen Kurzschluss verursacht. Deswegen ist das Ding relativ kompakt gehalten. Was das Tool noch hat, wir haben hier MOSFET drauf, die Datenleitung wesentlich effektiver gegen Ground ziehen, um auch hier die Replay-Angriffe ordentlich mit dem Tool auch auf die Leitung zu bringen. Je nachdem wie die Vigant-Installation ist, könnte es uns passieren, dass hier eine viel zu große Spannung durch den ESP fließt und dieser kaputt geht. Über die MOSFET-Lösung
ziehen wir hier die Datenleitung ordnungsgemäß auf Ground, sodass hier der ESP dadurch deutlich entlastet wird. Wie bei allen technischen Geräten ist es wichtig, dass hier auch eine entsprechend ordnungsgemäße Verkabelung mit dem Vigant-Gerät erfolgt. Deswegen haben wir hier die Beschriftung ganz außen VCC, also die Spannung, rechts Ground und die 2 Vigant-Datenleitung. Die D0-Datenleitung ist im Standard grün und die D1-Datenleitung im Standard weiß. Ja, das soll es als kurzer Überblick zu dem Tool gewesen sein. Ja, die Hardware wirklich richtig cool, made in Germany das Ganze, und natürlich geht es nicht nur immer um die Hardware, sondern auch um die Software, denn ich habe auch an der Software einiges gemacht. Ich habe einen Live-Monitor integriert, ich habe die ganze Log-Aufbereitung verflüssigt, optimiert, das lädt viel besser als wie in der ursprünglichen Softwarelösung. Und ich habe hier eine Easy One-Click Replay-Funktion eingebaut. Das heißt, mit einem Klick könnt ihr hier aufgezeichnete Daten einfach wieder aussenden und so einen Replay-Angriff simulieren. Ja, doch, nichts ist besser als wie eine Live-Demo. Deswegen schauen wir uns jetzt mal das Tool einfach in der Praxis mal live an. Let's go! Ja, hier haben wir einen Türleser, der an einer Steuerung hängt. Ich habe dazu den ganzen hier mal in so einer Fake-Wand eingebaut, und die normale Funktionsweise ist die, dass wenn ich hier einen NFC-Token drauflege und der Leser den entsprechend hier liest, dann öffnet die Türsteuerung hier unsere Tür. Nach kurzer Zeit springt das Ganze wieder auf Rot. Ja, wie kann ich so eine Türsteuerung mit meinem ESP RFID Tool Version 2 Pro angreifen? An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung, sorry. Ja, wenn dir meine Videos gefallen und du meine Arbeit im Bereich IT-Security unterstützen willst, dann solltest du Kanalmitglied werden. Ja, mit einem kleinen monatlichen Beitrag hilfst du mir hier bereits schon, weiter Beiträge zur Schulung, zur Awareness und zur IT-Sicherheitsforschung zu produzieren. Den Button zur Kanalmitgliedschaft findest du hier direkt unter dem Video, und ich würde mich freuen, dich als Kanalmitglied willkommen zu heißen. Ja, und du möchtest meine Arbeit unterstützen und möchtest aber nicht gleich Mitglied werden, dann sag einfach mit einem Super Thanks Danke. Dadurch kannst du mir auch einmalig was zurückgeben, wenn dir irgendein Beitrag besonders gut gefallen hat. Ich freue mich auf jeden Fall über jeden von euch. Vielen Dank für deinen Support, doch jetzt zurück. Zur Vorbereitung habe ich hier an mein Tool bereits Kabel angeschlossen. Dazu folgt man einfach der Bezeichnung auf der Rückseite. Ganz rechts haben wir das Ground-Kabel, in meinem Fall habe ich das schwarz, ganz links VCC, die Spannung in Rot und die 2 Vigant-Datenleitungen. Das ist die grüne D0-Leitung und die weiße D1-Leitung. Wie gesagt, hier schon mal entsprechend vorbereitet. Damit wir das Ganze jetzt hier anschließen können, müssen wir zunächst die Verkabelung von dem Türzutrittsleser freilegen. Die Leser können entweder verklebt sein, verschraubt sein, aber in meinem Fall habe ich es hier einfach in meiner Fake-Wand nur gesteckt. Dazu tue ich hier ein bisschen den Leser lösen und wir können hier dann auf die Verkabelung zugreifen. Die ist jetzt hier wie im echten Leben auch in der Wand. Hier hinten ist ein Hohlraum entsprechend eingebaut, und die ziehe ich jetzt als erstes mal ein Stück raus und wir schauen uns mal an, wie das Ding angeschlossen ist. So, jetzt habe ich den Türleser hier rausgezogen. Er bietet hier verschiedene Anschlussmöglichkeiten. Bloß das Eigentliche ist, der steuert an sich nicht den Türöffner, sondern der hängt hier lediglich an so einer vieradrigen Verkabelung. Wir sehen das Ganze hier. Er bekommt hier einmal Ground und Spannung. Spannung in dem Fall sogar 12 Volt, weil die Laser mit 12 Volt betrieben werden. Gibt auch Laser, die mit
18 oder 24 Volt betrieben werden. Deswegen ist es an sich erstmal sehr gefährlich, hier irgendwas direkt anzuschließen an die Spannung, wenn man sich nicht sicher ist, dass das Analysegerät auch so hohe Spannungen hier verträgt. Neben Ground und Spannung haben wir hier auch noch die weiße und die grüne Leitung. Das ist genau unsere Vigant-Verkabelung, die hier drinnen in den geschützten Bereich führt, wo dann eine Türsteuerung sagt, du darfst rein oder nicht und entsprechend die Tür öffnet oder eben nicht. Darauf haben wir keinen Einfluss, aber was wir eben jetzt haben, ist hier die Möglichkeit, diese Verkabelung mit meinem Tool anzuzapfen, und das werden wir jetzt machen. Dazu schließen wir jetzt mein Tool hier einfach mal an die Verkabelung entsprechend an. Dazu bitte aufpassen, dass ihr hier auch nicht das Ganze verpolt, wirklich Plus an Plus und Ground an Ground, dass es hier zu keinem Kurzschluss kommt. Ja, ich nehme jetzt hier mein ESP-RFID-Tool und werde das Ganze jetzt mal hier entsprechend verkabeln. So, nachdem ich das letzte Kabel angeschlossen habe, leuchtet auf dem Board die entsprechende LED auf und unser ESP-RFID-Tool ist einsatzbereit. Ich lege das jetzt der Einfachkeit halber mal hier oben einfach ab, so dass man es auch erkennen kann. Im Prinzip hat unser ESP-RFID-Tool jetzt hier eine Man-in-the-Middle-Position zwischen der Türsteuerung, die irgendwo im gesicherten Bereich ist, und unserem Türleser hier aufgebaut. Ja, damit wir jetzt das Tool steuern können, müssen wir uns mit dem entsprechenden Wi-Fi-Hotspot verbinden, den dieses Tool ausstrahlt, und dann können wir uns mal schauen, was wir hier für Steuerungsmöglichkeiten haben. Ja, ich blende euch das gleich auch hier nochmal genau ein, denn ich verbinde mich jetzt hier mal mit dem ESP-RFID-Tool-Netzwerk und gehe jetzt mal hier auf die Steuerungsoberfläche. Ja, ich bin jetzt hier verbunden und bin jetzt hier schon in der Steueroberfläche. Ja, im ESP-RFID-Tool kann ich hier oben die entsprechenden Events anschauen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel den Chip auflege und hier ein Türzutritt erfolgt, dann sehe ich im oberen Bereich, was für ein Chip mit welcher UID aufgelegt wurde und wie der Datenstrom ist, der über die Vigant-Leitung gekommen ist. Die wichtigste Funktion vom ESP-RFID-Tool ist das Log. Wenn ich unter den Hauptfunktionen auf Log und Auto-Replay gehe, habe ich die primäre Log-Datei. Wenn ich diese Log-Datei öffne, dann dauert es nur einen kurzen Moment und die Log-Datei steht hier zur Verfügung. In älteren Versionen musste man die Datei erst umständlich runterladen, doch in meiner Softwareoptimierung kann man die hier einfach streamen. Wir sehen hier unten den Datenstrom, den er hier zuletzt gelesen hat. Wir sehen hier ist das 35-Bit Vigant-Format und daraus ergibt sich eine 32-Bit UID, die ich auch hier berechne. Die könnten wir dann auch nochmal mit dem Flipper Zero gegenchecken, dass es auch wirklich diese UID ist. Und jetzt kommt das eigentlich Spannende. Hier unten mit diesem Replay-Button kann ich jetzt, wenn ich hier auf den Replay-Button drücke, kann ich diesen Code nochmal aussenden und die Türsteuerung öffnet sich. Nochmal das Ganze, ich presse auf Replay und ich kann das zuvor aufgezeichnete Signal hier aussenden. Ja, wenn ich hier nochmal zurückgehe, habe ich hier noch verschiedene andere Möglichkeiten. So kann ich hier zum Beispiel anschauen, wie lang die Uptime von dem Gerät ist, ob die Datenleitungen entsprechend connected sind.
Ja, eine Funktion, die ich hier noch eingebaut habe, ist dieses Keypad. Damit könnte ich hier auch das Keypad von dem Türzutrittsleser simulieren. In meiner Demo-Version hier wird PIN-Code nicht unterstützt, aber wenn ihr ein Vigant-fähiges Gerät habt, dann könnt ihr hier zwischen 4 und 8 Bit entsprechend auswählen und ihr könntet hier durch Druck entsprechend eine PIN übertragen und an die Türsteuerung senden. Wie gesagt, in meinem Fall ist das von meiner Steuereinheit nicht unterstützt. Genauso gibt es hier die Möglichkeit, mit einem Cardpad zu arbeiten. Ich kann mir hier einfach auswählen, in welchem Vigant-Format, zum Beispiel Vigant 34 hier, mit welcher UID. Ich mache jetzt mal AA, BB, CC, DD, EE. Und wenn ich das Ganze sende, wird das Ganze über die Datenleitung geschickt. Und in meinem Fall ist es natürlich ungültig und es passiert hier nichts. Aber ja, so könnte ich hier auch theoretisch jede beliebige Karten-UID direkt ausspielen, ohne dass ich das Signal vorher aufgezeichnet habe. Ja, wir schauen uns jetzt nochmal an, ob diese UID auch mit dem Flipper zusammenpasst, und deswegen greife ich hier zum Flipper Zero und gehe mal in die NFC-Funktion rein, gehe auf Read und halte unseren Token hier mal hinten dran. Ja, das skippe ich mal. Er hat hier alle Keys, und wenn ich den jetzt mal hier auf die Seite lege und wir das Ganze mal hier vergleichen, dann sehen wir, dass die UID die 314D780C ist. Das ist genau die UID, die uns hier der Flipper Zero zeigt. Das heißt, wenn ich hier einen NFC-Chip habe und die UID bereits mit dem Flipper Zero ausgelesen habe, kann ich die hier auch über die Cardpad-Funktion hier oben direkt eingeben und senden, und auch dann würde die Steuereinheit das Ganze öffnen können. Ja, für die finale Installation kann ich jetzt dieses ESP RFID Tool hier hinten drin verstecken. Ich baue den Laser hier wieder zusammen und dann ist diese Installation wie vorher nicht von einer Manipulation zu erkennen. Dennoch habe ich hier die Möglichkeit, nun über die Wi-Fi-Schnittstelle entsprechend die kompletten Vorgänge von dieser Zutrittssteuerungseinheit zu protokollieren, zu dokumentieren und kann hier jederzeit in Echtzeit auch eingreifen. Ja, ich hoffe, euch hat mein Tool, die Live-Demo und die technischen Specs überzeugt. Schaut gerne in meinem Shop vorbei. Ich habe es schon gesagt, unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu meinem Shop, zu dem Tool. Dort gibt es auch eine ausführliche Beschreibung zum ESP RFID Tool V2 Pro. Ihr findet dort auch den Link zum GitHub Repo, wo ihr auch die aktuelle Firmware für mein Tool findet. Ja, wenn ihr Fragen zu dem Tool habt, gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Ich bin auf eure Meinung zu meinem Tool gespannt. Ja, mich freut es, wenn es auch euch gefallen hat. In diesem Sinne würde es mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, den Kanal abonniert und die Glocke drücken nicht vergessen. Dann werdet ihr auch wieder benachrichtigt, wenn ich neue tolle Videos rund um die IT-Security für euch veröffentliche. Ja, in diesem Sinne würde es mich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Video mit dabei seid. In diesem Sinne macht's gut. Ciao, euer Raik.